Hallo, ich grüße euch. Ich habe bei meiner Honda CRF 300L den Wunsch gehabt, ein großes Tablet als Navi zu benutzen. Einerseits, weil es viel praktischer ist, ein Android-Gerät als Navi zu benutzen. Man kann gleichzeitig Musik hören zum Navigieren. Es hat Ansagen, es ist billig. Ich habe alle Möglichkeiten vom App Store. Und ich kann kostenlos diese ganzen OpenStreetMaps-Karten verwenden für die ganze Welt. Und die Herausforderung bei der 300L ist ja, dass ich vorne kein Windschild habe, keinen Rally Tower oder irgendetwas, wo ich hier vorne das Tablet montieren kann. Deswegen ist das eigentlich die einzige Position, die zur Verfügung steht. Das ist jetzt ein Kompromiss von der Montageposition aus der Steuergeometrie vom Tank. Das hier ist dieser Acerbis-Tank, der höher baut und auch einen höheren Verschluss hat. Also beim Originaltank ist die oberkante Tankverschluss deutlich weiter unten. Und natürlich war auch die Herausforderung, dass ich beim Fahren noch etwas vom normalen Display sehe. Also das ist jetzt ungefähr so die Sicht aus der Fahrerposition bei mir. Als Tablet verwende ich das Autical RT3 und jetzt seit mehreren Wochen das RT3 Pro, das neue Modell. Das hat doppelt so viel Speicher. Das Autical RT3 ist ein Outdoor-Handy, also wasserfest und erfüllt auch solche Militärstandards wie Stoßfestigkeit, Vibrationsfestigkeit, Sturzfestigkeit. Das ist montiert in einem selbstgebauten Halter, weil alle käuflichen Halter, die es gibt, sind so aus Blech, Stahlblech, relativ groß, klobig und vor allem sehr schwer. Ich wollte eine leichte Lösung und eine vor allem sehr robuste Lösung und eine gedämpfte Lösung, damit mir beim Fahren diese Vibrationen das Tablet nicht kaputt machen. Ich nehme es mal raus, dazu muss ich diese zwei Gummiecken öffnen, die halten das Tablet zusätzlich fest. Es ist auch von Haus aus eingeschnappt hier, also es löst sich auch so nicht. Das ist nur zusätzliche Sicherheit. Dann kann ich es rausnehmen. Der ganze Halter ist elastisch aufgehängt, damit die Vibrationen halbwegs isoliert werden. Man darf nicht unterschätzen, was so ein Zylinder Vibrationen erzeugt. Hier sieht man, das ist auf der Mittelstange des Lenkers festgemacht mit so Elastomerteilen, die eben die Vibrationen, Schläge, Stöße ausfedern, damit eben das Tablet nicht kaputt wird. Das hat sich sehr bewährt. Ich fahre jetzt doch seit 2 Jahren damit und das funktioniert gut. Zur Montage muss ich einfach mal diese Gummiecken da zur Seite geben, nehme das Tablet, stecke es rein. Es schnappt jetzt schon ein, also es ist jetzt schon fest. Zusätzlich kann ich dann noch diese Gummiecken drüber ziehen als zusätzlicher Schutz. Das geht natürlich mit 2 Händen besser. Und hier oben der Ein-Ausschaltknopf und die Lautstärke-Tasten. Und hier ist der Ladestecker noch frei, wo ich eben mein USB-C anstecken kann. Das hole ich mir von der Bordspannung. USB 5 Volt und das wird immer geladen. Der Stecker ist nicht wasserdicht, das heißt, wenn es regnet, muss ich ausstecken und diesen Gummideckel wieder draufgeben, nur dann ist das Tablet wasserdicht. Natürlich gewinnt man jetzt keinen Schönheitspreis mit so einer Lösung, aber es ist auf jeden Fall besser wie diese ganzen Rally Tower Sachen, das mag ich gar nicht, dass da irgendwas vor mir ist. Deswegen habe ich auch die CRF 300L gekauft und nicht die CRF 300 Rally, weil ich eben beim Motorradfahren kein Schild von mir haben möchte. Ich habe das gleiche System auch auf meiner Dnepr montiert. Also da habe ich auch diesen Platz über dem Tank. Und da habe ich jetzt aus Edelstahlblech so Träger gemacht, die hier mit den Lenkerhaltern verschraubt sind. Das sind nicht die originalen Lenkerhalter, das sind andere, aber vom Prinzip her kann man das so ähnlich bauen. Und das ist natürlich auch dann eben gedämpft, dass die Vibrationen
und Schläge vom Tablet abgehalten werden. Und aus der Fahrerperspektive ist sozusagen die Sicht aus der Fahrerperspektive. Also ich sehe noch die Kontrollleuchten und den Tachometer. Also das geht gut. Als Tablet verwende ich jetzt das Auketel RT3 Pro. Das ist das Modell seit 2025 mit 16 GB RAM und 128 GB Speicher. Kostet aktuell so um die 180 Euro. Das ist das hier. Davor habe ich das RT3, das normale RT3, also ohne Pro verwendet. Das gibt es seit 2022. Ich habe es jetzt schon 3 Jahre. Und das hat noch Android 12 und das hat Android 14. Und damit das nicht so spiegelt, gerade am Motorrad im Freien, in der Sonne, habe ich hier eine matte Folie drauf. Und ich zeige mal den Unterschied. Links im Originalzustand und rechts mit der matten Folie. Ich hoffe, man sieht das. Also gerade die Spiegelungen von den Lampen und allem sieht man im glänzenden, alles sieht man. Mit der matten Folie nicht mehr. Beide Tablets sind auf die höchste Helligkeit gedreht. Also die Helligkeit der Tablets ist auch okay, vor allem für den Preis. Die originale Lenkstange hat hier so eine Mittelstrebe. Und da habe ich 2 U-förmige Aluminiumteile gebaut, die mittels diesen Gummi, das ist ein alter Reifenschlauch, zugeschnitten, und dann diesen Aluminiumteil, den ich hier verschraube, wird diese Mittelquerstange geklemmt. Das wird so stark geklemmt, dass man das wirklich nicht mehr verdrehen kann. Und dieser Elastomerteil, der dann später den großen Halter trägt, wird hier befestigt, wird dann hier bei diesen 2 Schrauben noch am Aluminiumplättchen festgeschraubt. Hier am Tisch sieht man einige Entwicklungsstufen von diesem Tablet-Halter. Das ist die Finale mit einer ordentlichen Beschriftung in PETG gedruckt. PETG ist ein Material, das auch im Außeneinsatz UV-beständig ist. Das wird nicht spröde durch Sonnenlicht. Also das sollte viele Jahre im Außeneinsatz halten. Man sieht, in der finalen Version sind auch einiges an Befestigungsbohrungen drinnen. Das zum Beispiel sind 100 x 100 Weser für diese typischen Weser-Bildschirmhalterungen. Das ist 75 x 75 und dann noch hier zusätzliche Bohrungen. Die sind so gemacht, dass man eine M5-Schraube bündig reinsetzen kann oder natürlich auch eine M5-Mutter, wenn man es von hinten festschrauben möchte. Und das ist auch stark genug gedruckt, dass das hält. Die zerbrochenen Teile hier sind alles Muster gewesen, wo ich probiert habe, wie viele Schichten Material ich brauche, damit ich zufrieden bin mit der Festigkeit. Der finale Teil ist eigentlich so stark, dass da würde sich auch ein Teil aus einem Stahl- oder Aluminiumblech verbiegen, bevor der bricht. Also das ist wirklich ganz ein tougher Teil. Diese Halteecken sind aus einem TPU gedruckt, also einem thermoplastischen Polyurethan, in der Härte von 70 Shore A. Ein Filaflex. Also für die 3D-Drucker, die wissen, was das ist. Und das ist auch so gedruckt, dass ich sozusagen hier herum die größte Festigkeit bekomme. Und man sieht auch, das ist unkaputtbar. Also da kann ich machen, was ich will. Das verformt sich nicht, ist auch temperaturbeständig. Und ich bräuchte wirklich sehr, sehr viel Kraft, um das auseinanderzureißen. Also das hält. Diese Halter sind aus einem TPU mit 85 Shore A gedruckt. Also nicht ganz so weich wie die Ecken, aber trotzdem hochflexibel. Also auch die kann ich nicht
de facto nicht kaputt machen oder müsste mit ihrer Gewalt anziehen, dass die reißen. An dem grünen Prototypenteil sieht man recht schön, wie die verbunden sind. Dazu gibt es hier so einen Durchbruch, so in der Form einer 8, wo ich diesen Teil wie einen Knopf hineingebe. Da muss man ein bisschen mit dem Schraubenzieher nachhelfen und dieser Zipfel da, der verhindert, dass der Teil leicht sich wieder reindrückt. Und das hat schon gewisse Kraft, also da kann man schon ordentlich dran ziehen, bevor sich der Teil löst. Also auf jeden Fall ausreichend. Und dieser Elastomerteil ist genauso mit diesem System befestigt. Und das hält auch wirklich stark. Also da muss ich schon wirklich mit ihrer Kraft anziehen, dass ich das lösen würde. Der große Vorteil von dem System ist das Gewicht und die Kompaktheit. Der Träger selber hat 116 Gramm. Diese zwei Halter haben zusammen 28 Gramm. Die zwei Gummiecken haben 7 Gramm. Und dann gibt es natürlich noch 4 Befestigungsschrauben, die haben 9 Gramm. Also zusammen das ganze Paket fertig hat 162 Gramm. Also im Vergleich zu diesen ganzen Blechlösungen ist das ein Bruchteil vom Gewicht bei deutlich kompakteren Außenmaßen, besserer Dämpfung und auch mehr Robustheit. Das Oukitel 3 Tablet hat 542 Gramm. Bevor ich diese Teile am Träger montiere, stecke ich jetzt schon die Schrauben rein. Das sind Innensechskantschrauben M4x12 mit großer Beilagscheibe. Weil später ist es ein bisschen schwierig, die Schrauben da reinzubekommen. Die Montage der Elastomerteile in den Träger ist nicht ganz so einfach, weil das soll natürlich gut halten. Dadurch ist es ein ordentlich strammer Sitz. Die Ecken sind aus einem weicheren Material, da geht es noch leichter. Diese Dämpfer sind aus einem etwas festeren Material. Da muss man sich mit Seifenwasser eben helfen. Das erfordert einige Kraft, deswegen empfehle ich sehr, also ich mache es auch so, dass ich den Teil im Schraubstock einspanne, damit ich beide Hände frei habe, um hier werken zu können. Das Tablet ist jetzt im Halter montiert und auch wenn ich diese zwei Gummiecken zum Festhalten nicht benutze, reicht die Schnappverbindung schon aus, dass das Tablet wirklich gut hält. Also wie ihr seht, ich kann das schütteln und das löst sich nicht. Die Gummiecken sind halt, um eine zusätzliche Sicherheit zu haben. Ich hoffe, das hat gefallen, das Video. Wenn es so ist, dann bitte ein Like und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr meinen Kanal gerne abonnieren und ich freue mich auch über alle Kommentare, die ihr schreibt. Grüß euch!